Metal! Metal! Ja, hallo! Heute geht es etwas härter zur Sache. Heute reden wir über die Metal-Gitarre, speziell über Rhythmus, kein Solo-Spiel. Heute geht es richtig zur Sache. Metal-Gitarre von Zeppelin über Maiden zu Metallica. Wir schauen uns diese drei ikonenhaften Bands ein bisschen an. Wir reden über Fokus auf das Wesentliche mal wieder. Das ist ganz, ganz wichtig. Um was es geht im Metal, auch über den Sound, über die Spielweise und was wir von dieser Stilistik in der Rhythmusgitarre lernen können. Also, ich freue mich sehr. Wir sind live, also schauen wir doch gleich mal in den Live-Chat rein und gucken, wer alles da ist. Ja, Wahnsinn, super. Also ich hoffe, ihr habt eure Gitarren am Start. Ich hoffe, dass die Leitung heute hält. Vorhin hatte ich wieder einen kleinen Ausfall hier. Es häuft sich in letzter Zeit mit den Ausfällen. Ich hoffe, dass ich auch nächstes Jahr noch live für euch da sein kann. Das Netz ist bundesweit überlastet. Wir haben immer wieder Ausfälle, im Grunde genommen auf täglicher Basis. Letzte Woche war es ja genauso. Also Daumen drücken, dass alles klappt. Hoffe, dass soweit Bild und Ton okay ist. Danke, Blue Boy. Also herzliche Grüße an euch alle. Und gehen wir doch gleich zur Sache. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. So, bevor wir loslegen und über einige der wichtigsten Bands und Gitarristen reden und über Sound und so, lernen wir noch ein paar Basics. Um was geht es genau bei Metal-Gitarre? Nun, Metal, jeder hat da seine eigene Definition und seine eigene Stilrichtung gefunden. Die Palette ist mittlerweile so breit und wer das erfunden hat und all das kann man nachlesen, kann jeder für sich. Ich meine, jeder weiß das und kann das dann auch gerne in die Kommentarbox unter dem Video dann reinschreiben. Wir wollen heute üben, darum geht es mir. Und legen ein bisschen die Basis. Also, wir gehen rein direkt in die Arbeit. Und ihr Lieben, ich gehe dann gleich hier rein in den... Wir lernen heute erstmal, bevor wir loslegen mit ein paar der Klassiker, möchte ich, dass du mit mir diese Übungen machst. Okay? Das ist ganz einfach. Triplets, alles mit Downstrokes gespielt. Wir hören rein auf Tempo 60 mit Vorzähler. So soll das klingen. 2, 3, 4. Na? Ich gebe dem Ganzen noch ein bisschen Gain, damit es auch so schön fett und druckvoll klingt. Also das obige Beispiel, die Zählweise ist 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Schalte jetzt ein Metronom ein, sodass du mit mir dann üben kannst. Ich gehe auf Tempo 80, das funktioniert. Da, 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 da. Das ist die Betonung, also alles abgedämpft, ne? Alles Palm Mutes. Ne? Und versuche auf die 1, 2, 3, 1, 2, 3 auf die Triole einen Akzent zu setzen, okay? So, ja, jetzt sollte eigentlich hier was kommen und dann kommt klassischerweise mal nichts. Schön hier vor der Brücke abdämpfen. Ich starte mal das Metronom neu. Das hat sich hier ein bisschen, das ist typisch, hat sich gerade, weil alles Software ist, hat sich das gerade hier verabschiedet. Also drück mir mal die Daumen, dass heute alles gut geht. Das wäre nämlich sehr, sehr schön, dass das Ganze dann klappt. Also gehen wir mal auf Tempo 80. 2, 3, 4.
das Ganze auf Tempo 80 und jetzt ziehen wir es gleich mal hoch auf 120 und los geht's. 2, 3, 4. Natürlich kann man auch andere Töne spielen. Das überlasse ich dir. Wichtig ist nur dieses Feeling, dieses 1, 2, 3, 1, 2, 3. Man hört eine leichte Betonung auf die 1. Super, klasse. Also das war Beispiel Numero 1. Gehen wir doch gleich in Beispiel Nummer 2 rein. 6 Stück haben wir. 1, 2. Und hier spielen wir Sechzehntel im Viervierteltakt. Da, 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 da. Also schön rauf und runter mit Wechselschlag. Alles mit Palm Mutes. Hören wir rein bei Tempo 60. 2, 3, 4. Okay, da, 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 da. Und wieder mal mit Metronom. Gehen wir auf 100, Tempo 100. 2, 3, 4. Und Tempo 120. Also pro Schlag. Da, 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 da. Gehen wir nochmal zurück auf 80, dass es euch nicht, dass ihr das besser hört. Und so klingt es auf 120. Und mal auf Tempo 160. Also hier ist ganz wichtig für dein Training, reiner Wechselschlag. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, das ist die Zählweise. Leichten Akzent auf die 1. So, das war Beispiel Nummer 2. Gehen wir auf Beispiel Nummer 3. Und das klingt so. Ja, jetzt wird es interessant. 2, 3. Dam, ba, ba. Machen wir gleich mal ein Tempo 120. Bam, bam, bam. Und einmal 160. Das sind die Basisrhythmen des modernen Metals. Und erst das trainieren und dann kommst du richtig in das Gefühl auch rein, wie sich das Ganze anhört und anfühlt. Okay, Beispiel Nummer 3. Hier haben wir den Doppelschlag als erstes. Beispiel Nummer 4 ist das. Wir hören rein. 2, 3, 4. Alles abgedämpft. Tempo 120.
64. Es macht tierisch Spaß, auch das dann mit Akkorden zu zocken. Okay? Alles abdämpfen. Okay, super. Beispiel Nummer 5, 2 haben wir noch. Hier erstmal reinhören. Das sind jetzt alles Downstrokes, auch sehr, sehr interessant, wie das klingt. Auch sehr bekannt, ne? Man kann auch mal öffnen die 1, aber ich lasse alles abgedämpft. So, und mal auf Tempo 100. 3, 4. Sehr, sehr cool, dieser Groove. Und ein Beispiel haben wir noch, und das sind die Übungen, die du dann machen solltest, um dich auf diese ganze Stilistik vorzubereiten. Also das ist wirklich Basiswissen und Basiskönnen. So, ein letztes Beispiel, das klingt dann so, auch umgedreht, doppelt vor. Und mal auf Tempo. So, jetzt meine Kiste macht hier, was sie will heute mit mir. 100. Okay, nochmal auf langsamem Tempo 80. Start. 2, 3, 4. Das waren die Vorbereitungsrhythmen für dein Training. Okay? So, dann haben wir das durch. Und jetzt reden wir als erstes über eine Liste der Metal-Gitarristen, die mir sehr am Herzen liegt. Und da möchte ich euch einige Gedanken hier zu äußern, zu den Leuten her. Es gibt immer diese Top 10 Listen oder Top 20. Ja? Und das ist wie immer auch eine Geschmackssache der Leute, die dafür abstimmen. Hier unter Best Metal Guitarists haben wir so eine, nicht nur eine Top 10, sondern die geht auch weiter. Und da kann man dann kurz, Dave Mustaine war Gründungsmitglied von Metallica, ging dann relativ früh aus der Band raus und hat Megadeth gegründet. Also er ist hier einer der besten Metal-Gitarristen. Dimebag Darrell, Pantera-Gitarrist, ne? Unglaublich, wie gut er diesen Industrial Metal auch geprägt hat. Und da kann man gar nicht genug loben. Natürlich Tony Iommi. Black Sabbath-Gitarrist. Also alles Leute, wo es sich lohnt, reinzuhören. Hier sehr, sehr gute Tipps. Kirk Hammett ist hier drin, Solo-Gitarrist von Metallica. Randy Rhoads, John Petrucci, Hammer-Gitarrist natürlich. Chuck Schuldiner, Marty Friedman, Wahnsinn, auch Megadeth-Gitarrist.
und hat mit Jason Becker damals zusammen einen Wahnsinnsdebüt hingelegt, 1989. Adrian Smith natürlich, wir reden gleich über dieses Genie. Wie es hier steht, his melodic riffs made Maiden music the great metal masterpiece that they are. Seine melodischen Riffs haben Iron Maiden zu dem Metal Masterpiece, das die Band darstellt. Und reden wir von James Hetfield. Das bringt es auf den Punkt, diese Aussage, Hetfield is just a monster. Ne? Und man kann gar nicht mehr über ihn sagen, die Riffs sind legendär und ich glaube, er hat mit die beste Hand, was Downstrokes angeht, was die Metal-Rhythmusgitarre angeht, ist James Hetfield wirklich, wirklich, diese Aussage trifft auf ihn zu. Und dann natürlich Dave Murray, logischerweise, wieder Iron Maiden. Ingwie taucht hier auf, Jeff Loomis, gnadenlos guter Metal-Gitarrist und so weiter. Und da könnt ihr euch Glenn Tipton natürlich, Judas Priest, hammer toll. KK Downing, Judas Priest, Richie Blackmore und so weiter. Okay, Eddie Van Halen ist jetzt für mich nicht unbedingt ist nicht Metal, aber er ist in einer eigenen Liga mit seiner rhythmischen Arbeit. Sehr, sehr cool. Zakk Wylde natürlich. Also eine tolle Liste, die ich als Link unter dem Video zur Verfügung stellen werde, sodass du dich da weiter auch ein bisschen informieren kannst. So, heute reden wir aber über einmal Jimmy Page und schauen uns hierzu exemplarisch einen Riff von ihm an. Wir reden dann über Iron Maiden und ja, die Zeitschrift Metal Hammer, die gibt es immer noch. Warum habe ich jetzt genau diesen Link, den ich auch verlinken werde hier für euch herausgesucht, weil hier eine komplette History von Iron Maiden in 3 Videos, das kann man sich reinziehen, sehr, sehr, sehr toll gemacht. Ne? Und dann gehen wir über auf Metallica, unglaublicher Einfluss in der Metal-Szene und mehr geht in dieser Stunde nicht. Und wir schauen uns exemplarische Beispiele jetzt gleich an, gehen auf Jimmy Page und ja, also klar, ne? Die Riffmaschine schlechthin und für mich der erste, der mit Open Tunings gearbeitet hat. Deswegen wechsle ich jetzt die Gitarre und schnapp mir hier die Variax und hier habe ich die Möglichkeit, die Gitarre ganz, ganz einfach per Software zu tunen. Das heißt, was du jetzt hörst, oh, heute haben wir auch USB-Probleme, aber ich starte den Rechner nicht neu. Ja, das ist halt live und live kann ja auch mal eine Seite reißen. Ne? Und okay, mein USB-Controller am Helix steigt immer wieder aus. Ich hoffe, dass da nichts kaputt ist. Okay, ihr Lieben. Was ich jetzt habe, ich habe die Gitarre. Normalerweise ist sie ja ne, so normal gestimmt in E und jetzt habe ich sie auf DAD-GAD. D, A, D, G, A, D gestimmt. Und ihr hört schon, das ist ein ganz bestimmter Sound und ihr ahnt schon, um welchen Riff es heute geht. So, also gehen wir jetzt gleich mal hier rein in das Beispiel und schauen uns was an? Kashmir von Led Zeppelin. So, hier haben wir dieses Open Tuning. Das sind alles, wie ihr sehen könnt, Zweiklänge, die hier verwendet werden, bis auf jetzt dieses Beispiel mit dem Power Chord, das sehr cool ging. Aber es geht um den Hauptriff und warum man mit dem Spaß haben kann und warum man den lernen sollte. Und dieses Tuning ist leicht einzustellen an einer deiner Gitarren, das sollte kein Problem sein. Jetzt hören wir mal kurz rein und dann schauen wir uns den Riff an und dann könnt ihr den üben. Hoppla. Auch hier der nächste Hänger im System. Ah, das ist gemein. Das ist richtig gemein heute. Oh, okay. Woran das liegt? Wahrscheinlich einfach eine Überforderung hier im System.
Sorry. Ja, Guitar Pro hat sich auch verabschiedet. Kann nur neu starten. Aber ja, geht nicht anders. Muss das jetzt kurz beenden, neu starten und dann drückt mir mal die Daumen, dass alles funktioniert. Hier seht ihr ja schon, so, Kashmir. Es gab ein Update. Ne? Nun, das ist halt so, wenn man live ist. Updates kommen immer wieder. Ich schalte jetzt hier in der Ansicht mal die Notation aus, dass ihr das sehen könnt. Und dann haben wir haben zwar die rhythmische Unterteilung, aber dadurch sehen wir mehr vom Ganzen. So. Also der Riff ist natürlich unglaublich cool. Also cooler geht's nicht. So, ich greife hier mit dem Zeigefinger im zweiten Bund auf der G-Seite und den kleinen Finger. Das ist der Sound, den wir wollen. Die dicke E-Seite wird abgedämpft. Und was er sehr, sehr genial macht und was diesen Riff so spannungsgeladen macht bis zur Explosion im Grunde genommen. Ist dieser chromatische Aufgang 2, 3, 4, 5. Und das Einzige, was du machst, du behältst hier unten die 5 auf der A-Seite. Okay? Also das Ganze ist dann. Und nach diesem Triplet hast du diesen Stopp. Und dann da 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 bam. Und die Null hier oben. Ich spiele das abgedämpft dann hier. Ne? Das offen. Ein Sound, der einfach Gänsehaut erzeugt, weil er so einfach mega geil klingt. Er spielt in dem Video zu It Might Get Loud, ein Film, den ich unbedingt euch empfehlen kann, mit Jack White und The Edge zusammen. It Might Get Loud, ich glaube, das ist auch schon wieder 10 Jahre her. Dort spielt er den Riff auf dem Marshall und auf einer dann Elektrogitarre und es klingt super. Ne? Also das Ganze mal wieder typisch Page, sehr entspannt und nach diesem was ewig läuft, also es läuft die Hälfte des Liedes im Hintergrund, haben wir dann diesen Abgang hier, der sehr cool klingt. Dreh mal die Leistung ein bisschen zurück, dass es nicht so verzerrt, dann hört man die Akkorde besser. Unten bei dem Abgang hier muss man sich einfach nur die Positionen merken. Ich ziehe jetzt mal hier die Noten her, dass ihr das sehen könnt. Das ist dieser Teil hier. Hören wir mal rein. Und das ist nichts anderes wie Sexten. Die hier runterwandern. Sehr cool. Vom Sound. Und ich greife das mit dem Ringfinger unten auf der E-Seite und oben wechsle ich vom Mittelfinger auf den Zeigefinger. Ne? Das Einzige, was du dir merkst, sind die Positionen. 12. Der Wechsel ist immer dasselbe. Dann gehst du auf 10.
Und machst immer diesen Wechsel. Der nächste Sprung ist auf 7, 3 Bünde tiefer. Dann auf 5 und dann auf 3. Und am Ende 3, 2, 0 auf der D-Seite. Okay, nochmal. Man kann so ein leichtes Vibrato auf einen das Ganze auch mit dem normalen Tuning spielen, dann jedoch nur beschränkt auf die 3 Seiten. Ich bin jetzt im normalen Tuning und spiele dann das D hier auf der A-Seite. Dasselbe gilt für hier unten. Du kannst dann nur dann die G, D und die H-Seite spielen. Das funktioniert, ne? Okay? Also, das war Beispiel Nummer 1 eines Sounds, der die Rockgeschichte wirklich geprägt hat. Ich habe dieses Beispiel extra ausgesucht. Das lässt sich gut lernen und üben. Und ansonsten empfehle ich dir natürlich, beschäftige dich mit Jimmy Page. Lerne seine mega coolen seine super coolen Riffs. Und er war sozusagen der Erste, der mit diesen Drop-Tunings gearbeitet hat. Deswegen habe ich ihn rausgepickt für das erste Beispiel. So, in Beispiel Nummer 2 geht es gleich richtig zur Sache. Und wir sind hier dann von Jimmy, also hier den Link werde ich euch auch verlinken natürlich zu dem Artikel hier auf Gitarre und Bass. Sehr, sehr schön, sehr ausführlich. Hier kann man dann alles über ihn nachlesen, der Einfluss von Jimmy Page und so weiter. Kann ich dir nur empfehlen. Du lernst so viel Gutes von ihm. Okay, die nächste Band, über die wir reden und von der wir 1, 2 Beispiele bringen, weil sie den Sound, die Musik dieser Musikrichtung vor allem im Rhythmusbereich exemplarisch geprägt haben und eine Power und eine Energie an den Tag gelegt haben, die unglaublich ist, ist Iron Maiden. Aber bevor ich jetzt über die beiden sehr bekannten Gitarristen überhaupt groß rede, ihr kennt sie, ihr könnt euch dann da noch einlesen, möchte ich den Bassisten erwähnen, nämlich Steve Harris. Es war für mich von Anfang an extremst beeindruckend und stilprägend, was die rhythmische Spielweise im Metal angeht. Er ist ein Monster auf dem Bass. Und er spielt sozusagen alles, was die Gitarren spielen, auch auf dem Bass. Und das mit den Fingern. Unglaublich. Okay? Gründungsmitglied, der Einzige, der immer dabei war. Ja? Und hier kann man das nachlesen. Ohne ihn hätten wir wahrscheinlich diesen Monster Groove, den Iron Maiden ausmacht, nicht. Also hier meine beiden Hände hoch für Steve Harris. Und ich war immer schon zum ersten Mal, als ich die Band hörte, Anfang der 80er, war ich begeistert von der Art und Weise, wie dieser Mann die Bassgitarre gespielt hat. Das war unglaublich. Okay? Und Adrian Smith und Steve Murray, ja, klasse, ne? Die beiden Gitarren. Und jetzt gehen wir gleich in 2 der Mega-Nummern rein. Ich öffne hierzu zuletzt geöffnet, gehe dann rein in den Mega-Klassiker natürlich von Iron Maiden. Da kann man gar nicht genug Gutes über den sagen. The Number of the Beast. Und ich wechsle wieder auf meine andere Gitarre. So. Hier wartet die Blade auf mich. Friederike hat wahrscheinlich auch ihre Blade am Start und freut sich ganz arg auf die Sounds.
So. Hier machen wir ein bisschen mehr. So, und dieses Beispiel hier, ihr Lieben, bei The Number of the Beast, ihr seht schon, wir sind hier auf einem Tempo, da geht es also richtig, richtig mächtigst zur Sache. Und wir können das aber zum Trainieren, es ist so gut. Wir hören kurz rein und dann zeige ich euch, wie man das spielt und übt. Also, der mega Riff schlechthin. Und jetzt, wenn du dir das ansiehst und auch anhörst und dann in dir so diese Gedanken dann hochkommen, jetzt geht es um Motivation und du siehst mich hier, wie ich das hier auf Tempo 200 spiele, dann bitte, hör gut zu, was er jetzt sagt. Ich habe mich vorhin eine Stunde aufwärmen müssen, nur mit Riffs und nur mit der rechten Hand, um überhaupt in die Nähe des Tempos zu kommen. Nur, dass du dir klar bist, wir reden hier von den weltbesten Gitarristen, nicht nur im Metal, auch im Rock. Und die haben eine unglaubliche Technik, was das Palm Muting, das Abdämpfen der Saiten und eben dieses Spielen nur mit Downstrokes. Wir reden hier beispielsweise von James Hetfield von 7 Downstrokes pro Sekunde, also 1, 2. Und in dieser Zeit kann James Hetfield, wie auch die Gitarristen von Iron Maiden, 6 bis 7 Schläge nur mit Downstrokes, also abfeuern. Und ich bin jemand, der diese Art von Musik sehr, sehr liebt. Aber ich habe nie in meinem Leben in einer Metalband gespielt und habe das im Grunde genommen nur spaßeshalber immer trainiert. Und es hat mir halt wahnsinnig gut getan für meine rechte Hand. So diese Übungen übt man beginnt hier bei Tempo 60, 80 und geht das dann ganz langsam an. Und der Riff geht so. Also wir sind hier auf den Akkorden D und C und schön abdämpfen. Und ich greife das so mit Mittelfinger und Zeigefinger, die 5-4. Das ist das Erste, was du übst. Alles abdämpfen hier. Und dann kommt der typische Groove. Viermal den Akkord spielst du hier offen und dann die 5, den Zeigefinger abgedämpft. Der Sound, der ist natürlich auch eine Sache, du solltest mit dem Sound üben, damit du dich daran gewöhnst abzudämpfen. Nochmal den Groove, einmal offen, zweimal abgedämpft. Und dann springen wir auf C und spielen dasselbe Motiv. So, ich werde jetzt das Tempo hier reduzieren und zwar auf 100. Erstmal markieren, dann gehe ich hier auf die Speed-Angabe, dann habe ich das jetzt für diese Stelle, wie du sehen kannst, auf 100 runtergezogen, schalte das Metronom ein und einen Vorzähler und los geht's.
jetzt auf Tempo 100, also halbiertes Tempo. 4-mal spielst du das hier. Und beim letzten Mal stoppst du noch. Also 4-mal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. So die Zählweise ist 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Also ich wünsche dir viel, viel Freude mit dem Hauptriff von The Number of the Beast. Das ist ein Wahnsinnstraining. Ich kann es dir gar nicht genug ans Herz legen, was für ein hammergeiler Riff. Und denk dran, der Punkt ist, wenn du das auf Tempo bringst, dann wirst du merken, vielleicht schon auf Tempo 140, 150, dass die Hand immer müde wird, immer langsamer wird. Ne? Sie wird so lahm, so ein bisschen. Das ist etwas Normales. Gönn der Hand wieder 2 Minuten Pause, das Handgelenk einfach ein bisschen ausschütteln, warten. Die Muskulatur muss sich daran gewöhnen. Das dauert Wochen, bis man da in 10er Schritten vorwärts kommt. Ja? Und dann, wenn man warm ist im Handgelenk, so wie die Aufwärmübungen, das ist übrigens, dieser Riff ist eine fantastische Aufwärmübung für deine rechte Hand. Wenn das dann beginnt zu laufen und du das dann länger auf hohem Tempo spielst, dann achte extrem drauf, dass du nicht in so eine Druckgeschichte, dass du dich nicht zu sehr unter Druck setzt. Das heißt, du musst diese Geschichte hier aus dem Handgelenk, die muss, obwohl hohe Geschwindigkeit, muss sie trotzdem locker sein. Und wenn du merkst, dass du Druck ausüben musst, um die Geschwindigkeit zu halten, dann reduziere das Tempo. Denn wenn du Druck ausübst, dann erlahmt die Muskulatur. Das heißt, wenn ich jetzt schnell spiele, versuche ich ganz bewusst das Handgelenk, die rechte Hand. Der Druck entsteht auch durch den Sound. Also ich spiele jetzt nicht so unglaublich brutal. Ne? Der Sound ist sehr, sehr wichtig. Und leider kann man den Riff überhaupt nicht mit Wechselschlag spielen. Es klingt einfach nicht cool. Okay? Also ein super Training. Jetzt kommt das nächste Beispiel von Iron Maiden. Eins haben wir noch. Ja, eins haben wir noch. Und zwar gehen wir hier auf zuletzt geöffnet. Wir schauen uns an Run to the Hills. Das ist schon trotzdem dann noch meine absolute Lieblingsnummer. Na, ihr kennt ja dieses wunderbare Intro mit den beiden Gitarren, ne? Wo hier dann diese Bendings sind. Ne? Ja, und so weiter. Aber darum geht es heute nicht um Solo-Gitarre, sondern übrigens, wir haben hier Tempo 136, aber es geht dann hier in ein Tempo-Change auf 168 und dann haben wir diesen typischen Iron Maiden, ich habe mal kurz die Noten noch drin gelassen, die blende ich jetzt aus, diesen typischen mega coolen Galopprhythmus. Den hören wir uns jetzt mal an, bis hierhin, 4 Takte. Okay, so, und was passiert hier genau? Wir haben einen Power Chord, wir können ihn mit 2 Fingern greifen. Und du spielst einmal offen und dann zweimal abgedämpft die 5 mit dem Zeigefinger. Das ist der Basis-Groove. Ich will dir ja das Beispiel nur bringen, damit du einfach es ausprobierst und Spaß damit. Also du musst jetzt nicht den ganzen Song zocken. Aber hier haben wir Wechselschlag.
Also offen. Und das war's auch schon mit diesem Beispiel. Und jetzt, wenn du so etwas übst und lernst, ne? Und es macht dir Spaß, dann jetzt ist mein Tipp, der ewige Tipp meines doch so genialen Gitarrenlehrers, von dem ich unbewussterweise damals nicht alles verstanden habe, was er mir erklärt hat, aber mit der Zeit habe ich kapiert, er hat immer gesagt, sei kreativ. Das heißt, wenn du eine gute Idee hast, dann verschieb diese Power Chords. Ne? Geh auf E. Und spiele dann C und D beispielsweise. Oder spiele H. Geh auf G und A. Also nutz diese Idee und hab Spaß mit ihr. Ne? Das, was du jetzt gehört hast, ist leichter, wie du denkst und macht enorm viel Spaß. Dasselbe mit dem vorhergehenden Beispiel. Warum nicht in E? Oder hier auf A. Also einfach ausprobieren, auf anderen Power Chords diese Beispiele auch bringen. Typischer Galopprhythmus. Offen, 2 abgedämpft. Macht tierisch Spaß. The Number of the Beast. Okay, dann grundsätzlich alles von Iron Maiden, alles, was dein Herz begehrt, kannst du dir reinziehen. Kannst du unglaublich viel lernen. Die Riffs sind genial, die Gitarrensolos sind ausgetüftelt, wunderschön, immer sehr, sehr melodisch. Und dann Schlagzeug und Bass bilden eine Obersahne-Einheit bei Iron Maiden. Und last but not least, Bruce Dickinson, einer der, wenn nicht einer der allerbesten Metal-Stimmen. Seine Schreie, seine durchdringende, geniale Solostimme ist legendär. Also reinziehen, Spaß haben und genießen. Okay, jetzt kommt meine nächste Band, über die ich reden möchte. Und das ist Metallica. Der Name an sich sagt schon fast alles aus. Ne? Also Name genügt schon. Ne? Logo, super. Von James Hetfield entworfen. So, hier könnt ihr auf der Gitarre und Bass Webseite die Bandgeschichte von Metallica super nachlesen. Auch die Artikel zu Besuch bei Metallica, Meilenstein, das Black Album mit Nothing Else Matters und so weiter. Und ja, hoch Einfluss, was diese Band geleistet hat, kann man nicht hoch genug bewerten. Das ist das Nonplusultra. Von hier aus sind so viele neue Pfade entstanden im Gitarrenbereich und in den Stilistiken. Das kann man gar nicht genug betonen. Oh, also, jetzt schnappen wir uns ein legendäres Beispiel. Und zwar natürlich, was denn sonst, wie das hier, Master of Puppets. So, hier sieht man schon, wir sind auf Tempo 212. Ich habe Versionen gesehen, wo es bis Tempo 220 hochging. Wir liegen also noch ein bisschen über Iron Maiden. Holy moly, würde ich sagen. Und hören kurz hier rein und analysieren, was hier los ist. Und dann bekommst du meine Tipps, warum das so gut ist für dein Spiel. Also, legendärer Anfang,
Ich glaube, es gibt fast niemanden, der E-Gitarre gespielt hat in den letzten 20, 30 Jahren, der das nicht kennt. Aber wisst ihr was? Ich wechsle jetzt mal den Sound. Ich habe hier von diesem Classic Rock Anfang Metal Sound gehe ich jetzt auf ein Brett, und zwar ich habe hier einen Preset, den ich ganz einfach Metallica Rhythmus nenne, und hier verwende ich einen Mesa Boogie Rectifier. Okay? Und ihr seht schon, die linke Hand hat hier nicht viel zu tun. Also ist dieses Training für die rechte Hand so brachial gut, so, hier kannst du noch eine Studie der rechten Hand sehen. Typisch sind diese Slides von Hetfield mit den einfach 3-5 und dann 6-5. Das ist sehr typisch für die Spielweise. Okay, jetzt gehen wir rein in das Beispiel. Und warum ist das so gut? Weil du kannst es auf jedem Tempo üben. Und du hast mal wieder, wenn du genau hinschaust, na? Unseren 80er Jahre, ich meine, das ist ja aus den 80ern, unseren 80ern Rockrhythmus, den wir in Folge 4 gelernt haben und besprochen haben, nur hier mit Single Notes. Dann auf der leeren E-Seite der Groove. Sound ist auch sehr wichtig, dass du lernst, obwohl es ein Brett ist, dass du lernst, den Sound unter Kontrolle zu halten. Das ist ganz wichtig, okay? So, dann hier der nächste Riff. Das wird dann so cool hier. Also archetypisch. Mal reinhören, wie das klingt. So, hier gleich ein Tipp, wenn du das auch mal gerne auf Tempo spielen möchtest, kannst du hier an der Stelle auch mal auf Wechselschlag umstellen. Aber du musst knallhart alles muten. Wenn dir das noch zu schnell ist, aber diese Downstrokes zu trainieren. Ihr hört schon, diese Note öffne ich kurz. Das klingt sehr cool. Und dann hast du hier diese Power Chord Slides. Das ist ein typisches Merkmal von Metallica. 3-5 Slide, ein Bund nach links, leere E-Seite.
das gerne auch mit Zeigefinger und kleinem Finger, dann kann ich gut abdämpfen. Und diesen Riff hier zu lernen, ja, das kann ich gar nicht genug betonen, ja, wie cool das ist. So, jetzt, wenn du dich durch so etwas durcharbeitest und du bist noch relativ am Anfang, was deine Rhythmusarbeit angeht, dann trainier das bei halbem Tempo, aber freu dich daran an diesem Training, weil so etwas auf Tempo zu bringen und sich damit langfristig zu beschäftigen, bringt 10-mal mehr wie 20, 30 Songs zu trainieren oder Sachen zu trainieren, immer wieder was Unterschiedliches zu lernen. Also hier ran an die Klassiker, weil die haben das Fundament gelegt für den Rhythmus bei der Metal-Gitarre. Und bitte nicht anfangen mit den schwierigsten High-Speed-Metal-Sorten, die es da draußen gibt, von unglaublich guten Leuten, sondern hier zurück zu den Klassikern. Back to the Roots, Zeppelin, lernen, wie Page das gemacht hat, die Basis gelegt hat, wie dann Iron Maiden, Judas Priest, auch deutsche Bands wie Accept zum Beispiel, oder Halloween, die Basis gelegt haben für diesen Metal-Sound der 80er und dann natürlich Metallica, Megadeth und was dann alles kam. Pantera hat das Ganze dann noch mal auf einen härteren Level gebracht und in der heutigen Zeit gibt es da eine ganz große Bandbreite. Aber diese Klassiker sind das, was ich dir ans Herz lege zum Trainieren. Also übe die 6 Beispiele, die ich dir gezeigt habe und trainiere diese 3 Songs. Wie auch immer, wenn ich meine Videos fertig habe, die Unterstützer, die mein Projekt über meine Webseite unterstützen oder über Patreon, bekommen dann die ganzen Gitarre-Profiles und die Bilder natürlich zu den 6 Rhythmenunterteilungen, wie auch die Tracks dazu, dass ihr das dann genau hören könnt, wie das dann klingen soll. Okay, das waren jetzt 4 Beispiele mit richtig wichtigen Klassikern und wichtig für eure Motivation, Rockgitarre, Metal-Gitarre, das ist im Grunde genommen ein und dasselbe. Es sind nur andere Energien im Spiel. Eins hat auf dem anderen aufgebaut und beides macht tierisch Spaß mit der E-Gitarre. Und man beginnt ganz leicht, man beginnt auf eine Seite, dann macht man es mit Power Chords, dann trainiert man diese Rhythmen mit Power Chords und geht ran an die Klassik. Und es lohnt sich mit so etwas, sich lange zu beschäftigen und zu trainieren, bis es auf einen guten Level gebracht hast, soundmäßig und spielerisch. Viel weiter braucht man da nicht gehen. Nur wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt mein Ding, ich will Metal-Gitarre weiter ausbauen und hier richtig mich entwickeln, dann kannst du in die Breite gehen. So, jetzt gucken wir in den Chat und schauen, ob da Fragen aufgetaucht sind. Und so, jetzt schauen wir doch mal Bild und Ton. Also, jetzt schalten wir hier nochmal den Chat ein, sodass ich hier in dieser Stunde für die letzten 5 Minuten einige eurer Fragen beantworten kann. Ja, Jürgen, wäre schade, wenn nächstes Jahr aus ist. Nun, das mit den Livestreams ist so, ich bin hier früher war das Kabel BW, das hat super funktioniert. Dann wurde es gekauft von Unity Media, ein amerikanischer Konzern. Und jetzt haben die Briten das gekauft. Jetzt gehört Unity Media Vodafone. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Axe griffbereit, Palm-Muting-Modus aktiviert, es kann losgehen. Adam Jones, ja, ist mein Rhythmusgott. Super. Na, ganz früher waren das noch die Ramones. Ne? Die haben mit diesen Downstrokes begonnen. Wenn du da weit zurückgehst in die Punkmusik, ne? Das war damals schon der Erste, der hier richtig Gas gegeben hat. Ne? Okay. Gut, ihr Lieben. Super. Ja, von der Ostsee bin gerade bei Wolfgang Damm von Amber. Lass mir du bist schuld. Ja, Joachim, sag dem Wolfgang Damm ganz liebe Grüße von mir. Und ich würde gern seine aktuellen Tonabnehmer testen für diese neuen, die er entwickelt hat. Aber da werde ich mich mal bei ihm dann melden. Ja, Jürgen, das ist okay.
Na? Diese 140 ist schon ein sehr gutes Tempo. Der gute alte Galopp, genau. Ja? Arnold, ja, das mit dem Allround-Wissen ist so, ich habe natürlich, weil ich so interessiert bin an dem Thema, die letzten Jahrzehnte alles an Material aufgesaugt, was früher das Fachblatt hergegeben hat, dann Gitarre und Bass, amerikanische Magazine und all das gelesen über diese Musiker. Man will natürlich wissen, mit wem man es zu tun hat, aber ich bin sicher, da draußen gibt es gerade im Metal-Bereich Menschen, die ein unglaubliches Know-how haben. Wichtig ist aber, dass ihr trainiert und dass ihr übt. Das ist das Allerwichtigste. Beim Galopp ist immer ein Wechselschlag. Stehen an den Seiten vom Power und der Grundtonseite. Und oft ist es nur der Grundton der Seite. Hier zu der Frage beim Galopp ist immer ein Wechselschlag dabei. Es ist nicht immer Wechselschlag, manchmal ist es. Aber der Wechselschlag bringt noch mehr. Es ist im Grunde genommen wie auf dem Pferd sitzt und das Pferd geht. Ne? Da kommt auch dieser Groove her, deswegen heißt es Galopp. Ne? Gibt es bestimmte Gitarren oder Pickups, die für Metal besonders geeignet sind? Sehr gute Frage. Ja, die gibt es. EMG-Tonabnehmer, aktive Tonabnehmer bringen einmal die Nebengeräuscharmut und dann einen ziemlichen Druck, aber es gibt auch passive, also Dimazio baut extrem gute passive Tonabnehmer, EMG, aktive Tonabnehmer, wenn du richtig Druck ausüben willst und bestimmte Gitarren, naja, ESB zum Beispiel hat einen sehr guten Ruf, was das Thema angeht. Jackson-Gitarren, also da ist im Grunde Les Pauls natürlich, da Humbucker würde ich jedenfalls für den Sound definitiv bevorzugen. Ne? Ja, in der Regel die Maiden-Jungs verwenden Humbucker und teils auch Single Coils, aber für die Riffs immer der Humbucker hinten in der Strat. So. Arnold, Wahnsinn. Ja, der Punkt ist ich will euch ja nicht verarschen. Ne? Arnold, du schreibst Wahnsinn, also du brauchst nur eine Stunde. Du musst eins dir bewusst sein, auf keinen Fall, so ehrlich muss man einfach sagen, kann ich dieses Tempo 1-2 Stunden durchhalten wie Metallica oder so. Das geht nicht. Okay? Ich kann vielleicht 1 oder 2 Songs auf dem Tempo zocken, aber dann ist bei mir auch Schicht. Ne? Das bedeutet, wenn ich jetzt länger das spielen möchte oder Konzerte spielen möchte, dann müsste ich mich Monate wirklich oder mindestens 6 bis 12 Wochen jeden Tag Stunden trainieren, um das Niveau halten zu können. Das ist der Punkt. Ne? Und dann würde ich mit den Monster-Metal-Gitarristen, die da draußen das seit Jahrzehnten machen, immer noch nicht mithalten können. Also ich bin hier, ich schrubbe so im oberen Mittelmaß in dem Bereich der Rhythmusgitarre, was Metal angeht. Der Grund ist ich habe in anderen Bereichen ein sehr gutes Trainingsniveau, was die rechte Hand angeht. Und das hilft mir hier, okay? Aber ich kann es nicht auf dem Tempo, ich kann das nicht 10 Minuten durchhalten, das geht einfach nicht. Okay, also so gut bin ich auch nicht. Okay, auf der letzten Seite ist die letzte nur das F, nicht das offene E. Okay. Kann sein, dass da auch mal Fehler drin sind. Ja, der zweite Riff ist nicht ist der schwierigste, ja. Stimmt. Perfect Strangers. Also eure Beispiele hier, meine Bitte ist, wenn das Video online ist, klar, es ist super, wenn wir live sind, aber was mir total fehlt, ist, dass dann die Videos, dass eure so wertvollen Kommentare hier im Livestream zwar noch auftauchen im Chat, aber nicht mehr in den Kommentaren zu den Videos. Also bitte ich euch, wenn das Video dann online ist in ein paar Minuten, dass ihr eure wertvollen Tipps in die Kommentare unter dem Video packt. Das ist wirklich wichtig auch für die Zukunft, wenn die nächsten Generationen kommen und diese Sachen lernen wollen, dass sie von eurem Wissen auch profitieren können.
Herzlichen Dank ich freue mich, dass es euch gefallen hat. Ne? Super. Ist deine Gitarre gerade rund? Nein, nein, die nicht. Die ist. Ich liebe es, in dem normalen Tuning zu spielen, aber die Drop-Tunings machen natürlich den Metal noch cooler. Ne? Also das ist jetzt nicht eine Enzyklopädie der Metal-Gitarre, sondern es ist das, was du trainieren sollst, was ganz, ganz entscheidend ist, um das Fundament zu legen. Wenn du das trainierst, dann öffnet sich deine Sichtweise zu dem Thema und du kannst dich dann ausbreiten. Dann kannst du sagen, okay, ich will mehr lernen. Wir legen nur das Fundament und wir schauen uns das an, was die rechte Hand eben dein Rhythmusgitarrenspiel verbessern kann. Und das sind die Themen, okay? Welche deiner Presets ist das Beste für Metal? Das war, also generell, wenn du einen meiner Presets hast, ich habe einmal German Metal, dann ich habe also ein paar Metal Sounds auf meiner Webseite. Das ist dann Geschmackssache. Der Preset muss natürlich auch zu deiner Gitarre passen. Also ich würde vielleicht mal einen probieren, entweder mit einem Marshall oder eben mit dem Mesa Boogie Rectifier. German Metal ist sehr geil, ja. Das schubst aber sehr gut. Ja, weil Jürgen, ich liebe es. Ne? Was für Übungen hast du gemacht? Darius, das ist eine super Frage. Nur im Grunde genommen ist es einmal wichtig, das straighte Spiel. Also einfach ohne zu öffnen, straight durchzuzocken. Ne? Wenn ich jetzt, ich lasse jetzt mal das Metronom aus, als ich wieder verabschiede. Also nehmen wir mal ein Tempo und du gehst auf einen E-Power-Chord. Und dann spielst du. Sagen wir, du spielst Paranoid. Das abdämpfen und dann das auf Tempo bringen, das ist die Basis von dem Spiel der Metal-Gitarre. Ne? Natürlich Tony Iommi, schaut euch diese Best-Liste an, ich werde sie euch hochladen. Ich werde sie euch unter dem Video dann die ganzen Links reinpacken, sodass ihr euch da noch inspirieren könnt. So, Drop-Tuning, wir werden die Seiten abgestimmt. So, das erste Drop-Tuning, was es gab, war mit der E-Seite auf D runtergestimmt. Okay? Aber wie gesagt, heute ging es um die Rhythmusgitarre, nicht um die Tunings. Auch wenn ich das Beispiel gebracht habe von Jimmy Page mit Dadgad, also D-A-D-G-A-D, mit Kashmir. Okay, das war's von meiner Seite für heute. Ich habe versucht, euch die Essenz mitzugeben, also dir die Essenz mitzugeben dessen, was du für deine rechte Hand, für deine Rhythmusgitarre in Folge 5 Metal exemplarisch machen kannst. Ich wünsche dir jedenfalls viel, viel Vergnügen mit diesen Übungen. Denk dran, es einmal zu zocken, es einmal zu trainieren. Einmal ist kein Mal. Ne? Und wenn du meinen Rat beherzigst und dich mal 6 Wochen mit so einem Thema auseinandersetzt, einfach 6 Wochen jeden Tag, 1 bis 2 Stunden, nur das trainierst, dann bekommst du wirklich, wirklich gute Ergebnisse. Das machen die Top-Leute, das hat Joe Bonamassa mir gesagt. Er hat gesagt, wenn er ein neues Thema angeht und da fit drin werden will, dann übt er das und hört sich nur das an. Also der nächste Tipp, das Lernen geht übers Hören. Hör dir diese Songs oft an, sodass du ein Gefühl für den Rhythmus allein durch das Zuhören bekommst. Das ist die Basis, dadurch verstehst du, was da passiert. Hör genau hin und hör bitte nicht nur auf die Gitarren.
hör bei Iron Maiden mal wirklich auf Nico McBrain, auf das Schlagzeug und auf Steve Harris am Bass. Was die da abdrücken, ist Weltklasse und die Lieder würden ohne die beiden niemals so gut klingen. So, das war's von meiner Seite. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß, viel Motivation beim Üben und ich freue mich, euch in Folge 6. Es kann sein, dass es 2 Wochen dauert, bis Folge 6 kommt, je nachdem, wie viel Material ich vorbereiten muss. Und in Folge 6, ich muss mal gucken, was da kommt. Ich glaube, in Folge 6 nach Metal werden wir über die Funk-Gitarre. Wir schauen uns die 70er Jahre an, was dann da, also auf jeden Fall wird es clean sein. Und wir nähern uns dann, es kommt ja jetzt die zweite Hälfte der letzten 5 Folgen. Und wir werden auch noch 1-2 Mal akustische Gitarren zur Hand nehmen. Wir schauen uns auch die spanische Gitarre an und Flamenco. Und am Ende wird dann Sebastian auch hier da sein in den letzten beiden Folgen oder zumindest in einer, wo wir dann High-End-Rhythmen, ja, Leute wie John Mayer und so, Stevie und so angucken. Also viel Spaß, herzlichen Dank an alle, die live dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt direkt raus, weil gleich ein Schüler von mir kommt. Bye bye, freue mich, bis zum nächsten Mal und viel, viel Erfolg, viel, viel Spaß und viel Motivation beim Spielen des geilsten Instrumentes. Ciao. Ciao, ciao. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Ich muss jetzt los.